Hi guys! Today I'm working on a tag and I had this 3D folding thing left over. It's craft card actually, and I used the 3D folder to get the impression on it. And now I cut it to size as a tag, as you can see me doing here. And I will put a hole into, and I will cut, or I have a puncher where I can punch out this whole framey thing. I don't know if you call what you call that. We call that übrigens Lochverstärker. Funny, isn't it? So that's the hole, and then I have this puncher where you can punch out these rings, whatever you call them. Yeah. So that's basically it, and then I start with gesso. Just with my fingers, go over it, touch up the surface, and not everything, of course, just that later I'm using distress oxides, and they are showing up on that white much better, of course. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute das Tag zeigen. Ich hatte die Kraftkarton hatte ich noch über hier, das hatte ich schon mit einem 3D-Folder hier embossed und rumliegen. So, dann habe ich das jetzt zurechtgeschnitten, in ein Tag, Loch reingemacht und dann mit diesem Lochverstärker, Puncher, den habe ich noch. Das ist ganz praktisch, weil ich meine Tags immer selber mache. Ich kaufe die nicht. Ich wüsste nicht warum. Da kann ich dann immer schön wählen, was ich für ein Papier benutzen möchte für alle meine Medien, und deswegen ist mir das immer so lieber. Die kann man super schön selber zurechtschneiden. Warum soll ich noch extra welche kaufen? Und ich habe dann mit meinen Fingern einfach so ein bisschen Gesso draufgepackt, meistens auf den erhabenen Stellen, und ich wollte eben die Distress Oxides benutzen. Ich habe heute einen Knoten in der Zunge, glaube ich. Und die zeigen sich natürlich schöner auf diesem weißen Gesso. Und habe dann Gelb genommen, Orange, das habt ihr nicht gesehen, das habe ich euch vorenthalten, aber gut. Und dann eben das Vintage-Foto. Und das lässt sich sehr gut versprühen, gerade auf der Kraftkarte, das mache ich immer ganz gerne. Das geht dann auch immer schön in diese Rillen rein. Das finde ich immer sehr schön. So, den Leuchtturm hier, den hatte ich auch noch über. Ich glaube, ich habe den 4 oder 5 Mal ausgestanzt und dann aufeinander geklebt und dann aber doch nicht benutzt. Mache ich dann das eben jetzt, ein bisschen Gesso drauf und dann auch mit dem Distress Oxide drüber, mit dem Vintage Photo, ein bisschen Gelb, und das war's. Und das kommt dann auch auf meinen Tag. Ihr habt ja gesehen, ich habe da schon ein bisschen Crackle Paste draufgepackt. Und das wird dann so meine Gischt mal wieder, so die Meeresgischt. Aber vorerst packe ich den Leuchtturm hier, damit er einen Hintergrund kriegt, auf dieses übrig gebliebene Stück Papier. Ich wollte das jetzt nicht so direkt auf die Kraftkarte kleben, und dann hätte ich den gleichen Hintergrund. Das fand ich jetzt doof, aber ich wollte es auch nicht so schrill haben. Also mit dem Gelb, das passte dann ganz gut. So I had this, or you could see me, I used here crackle paste first for the tag, just to have this, sea, foamy, wavy bits here, and it should symbolize the sea. And this lighthouse I had laying around, it's the die cut, and I cut out 4 or 5 times and glued it on top of each other and didn't use it, so I use it up here in my project. Bit of gesso on top again, and oxide, distress oxide in Vintage Photo. For the background, I used the leftover bit. I didn't want to have it too colorful, just picking the yellow up from the background on the tag. And here I use, what is it, a burlap cord, whatever you can see. It looks pretty organic, and that's what I wanted to achieve actually. A complete organic look on this one, very pale, very foggy, just like driftwood. That's something that was laying in the water a lot or a long time, and then on the beach was bleached by the sun. And yeah, I think I quite like stuff like that. So
that's just what I like. And that's what I wanted to achieve, and I think it worked. So, dann habe ich hier, wie ihr gesehen habt, noch erstmal ein bisschen mit Krakelierpasta angeglichen, und dann habe ich hier dieses Sisal Kordel oder was auch immer das ist, oder Jute-Kordel, wurscht. Das ist halt so eine organische oder so eine natürliche Kordel, wollte ich jetzt benutzen, um auch diesen Look zu erhalten, was ich hier eben haben wollte. Dieses bleiche, ausgewaschene, verwaschene Look, wie so ein Treibgutstück Holz. Das wollte ich eigentlich erreichen, weil es natürlich ein Meeresthema ist, und da stehe ich ja absolut drauf. Einfach ausgebleicht. Und deswegen bin ich so in diesem Stil geblieben, so eben so dieses nebelige, bleiche, blasse. So ein bisschen Gesso hier noch mit dem Palettenmesser drauf. Das Wort, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, was das ist. Anfang oder sowas. Getaway. Oh no, Getaway. Also mein Rückzugsort sozusagen. So, und dann habe ich hier noch, das ist auch völlig Bio hier. Das ist so ein kaputtes Armband. Das habe ich in Indien mal gekauft. Das ist so aus Holz, so aus Holzresten, so machen die das. Und das habe ich da getragen, und irgendwann ist das Gummi kaputt gegangen. Aber wie gesagt, ich habe die alle aufbewahrt, und die werde ich immer mal wieder so in meiner Kunst benutzen. So, dann es war mir nicht irgendwie, fehlte mir da was. Habe ich nochmal hier Kraftkart oder Kraftpapier genommen, bisschen Gesso wieder drauf, und dann gehe ich auch mit dem Distress Oxides wieder drüber und werde dann Kreise daraus ausstanzen. You know, I missed something in the background. I wasn't totally happy about the background. So another piece of craft card here, just put some gesso on top, and then the Distress Oxide vintage photo. Let it dry, bit of water on top, drying again, and now I use a dye just to get some circles out. And I will, before I glue them down, I will stamp on it with a script stamp. I started with a vintage photo ink, but that was pretty pale, and I wanted to have a bit more visible, so I went for the archival in brown, then much better, much more visible. So, but I kept it in brown. I didn't want to have it in black. This time I wasn't after this contrast, you know. So that's why I use it in brown. But it should be visible. Ich habe dann hier auf den Kreisen noch mit braun gestempelt. Ich wollte das schon auch in braun halten, aber dann mit diesem Vintage-Foto, das war mir dann doch nicht, man konnte es nicht richtig erkennen. Deswegen habe ich das Archival Ink nochmal genommen, und ich wollte kein Schwarz, weil diesmal wollte ich doch auf so ganz harsche Kontraste verzichten. Klebe die jetzt noch drauf, und alles, was so drüber hängt, das schneide ich noch ab, und dann kommt nochmal, die Kante wird nochmal definiert, und dann war es das eigentlich schon. Und ja, kommt noch eine Kordel durchs Loch, aber das ist eigentlich auch schon alles. You know, I cut everything off what hang over it, and now I'm etching here with a brown pit pen, and at the end I will put a cord through the hole, and that's basically it. The same cord I used for the wrapping around on the bottom. And no, it's not actually the thicker one, but basically it's just a bigger one, but the material is the same, and that's it. And the close-up is coming up already, and I say thanks so very much for watching, guys. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time, but please be careful, take care, stay healthy, guys, but never forget to stay creative. So, bye-bye, guys. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch allerdings eine tolle Zeit.
Passt auf euch auf, bleibt gesund und vergesst nie, bleibt kreativ. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.